Hier befinden wir uns bei der ersten Prüfstation. Stellvertretend für die großen Batterien für die Elektroautos haben wir hier weiterhin dieses kleine Elektroauto. Die Batterie, die angeliefert wird, muss als erstes zeigen, ob sie auch das kann, was sie machen soll. Sprich, sie soll geladen werden, sie soll entladen werden, sie soll gewisse Kapazitäten einhalten. Das wird überprüft, und zwar am Anfang des Tests und am Ende des Tests. Das Ganze wird aber nicht nur bei Raumtemperatur gemacht, bei 20 Grad, sondern auch bei Minusgraden. Denn im Winter soll das Auto ja auch bei Minustemperaturen anspringen. Und deswegen wird die Batterie dann auf minus 40 Grad runtergekühlt und muss die Tests absolvieren. Das Gleiche machen wir bei hohen Temperaturen, vielleicht bei 65 Grad. Auch dort muss sie funktionieren. Was wir auch machen können, ist beim Parametertest die Innenwiderstände bestimmen, durch Pulstests zum Beispiel. Oder wir bestimmen den Isolationswiderstand, der eine wichtige Aussage über die Sicherheit der Batterie liefert. Und wir können auch die gesamten Parameter der Batterie mit in unseren Prüfstand einbeziehen. Ein Thema ist auch die Dichtigkeit von Batterien und dessen Kühlsystems. Auch diese Tests können wir im Hause Phoenix Test Lab durchführen, mit Unterdrucktest, mit Überdrucktest oder mit gewissen Gasen, die dann mit einer Sonde detektiert werden, um zu sehen, ob die Batterie Undichtigkeiten hat.